Herzlich willkommen und hallo hier auf der zweiten Etage des ZG1, also des Zentralgebäudes der Trox GmbH in Neukirchen-Flühen. Ich möchte Ihnen heute etwas über die Geschichte dieses Unternehmens erzählen und warum es eigentlich gegründet wurde. Fangen wir an bei Heinrich Trox. Die Familie kam ursprünglich aus Essen und zog aber beruflich bedingt in den 40er Jahren nach Dessau. Dort gab es die Junkerswerke und Heinrich Trox war dort Vorstandsmitglied. Er zog zusammen natürlich mit seiner Familie, also seinen beiden Söhnen Heinz und Klaus Trox, nach Dessau. 1945 allerdings, als der Krieg zu Ende war, mussten sie natürlich aus Dessau fliehen. Und das geschah dann auch. Und die Frage war als nächstes, weil auch die Flugzeugwerke nach dem Kriegsende in Deutschland nicht mehr erlaubt waren, es war also nicht mehr erlaubt, Flugzeuge zu bauen, mussten sich viele Menschen überlegen, was mache ich eigentlich mit dem Rest meines Lebens, mit meinen Kompetenzen. Was Heinrich Trox gut konnte, und das war dem Flugzeugbau quasi originär, er wusste, wie mit Aerodynamik umzugehen ist und er verstand etwas von Metallverarbeitung. Und somit zog es ihn nach Bonn in ein Unternehmen, damals noch in der sehr jungen Klima- und Lüftungsindustrie. Die Klima- und Lüftungsindustrie, die schwappte nach dem Zweiten Weltkrieg hier so quasi nach Europa. Und dort fand er also eine weitere Anstellung. Dann trat natürlich die Überlegung in den Raum, was machen mit den Kindern? Wo sollten diese hin? Der Punkt war, er kam ja gebürtig aus Essen und suchte tatsächlich in diesem Umkreis eine Heimat für die Familie. Damals war das Julius-Stußberg-Gymnasium hier um die Ecke auch schon eine höhere Schule mit einem angeschlossenen Internat und war eine der ersten Schulen in dieser ganzen Region, die direkt nach dem Zweiten Weltkrieg mit Internatanschluss auch schon funktionierten. Und weil das Thema Bildung für Heinrich Trox sehr wichtig war, war es für ihn ausschlaggebend, sich genau diesen Standort auszusuchen für seine Familie. Als er dann in den späteren Jahren, also in Bonn, Vorstandsmitglied auch oder Geschäftsführer war in dem Klima- und Lüftungsanlagenbau, stellte er fest, dass er eine Spezialisierung vornehmen kann. Also die Klima- und Lüftungsanlagenbauer, die produzierten vom Klimazentralgerät über die verschiedensten Komponenten alles selber in ihren Werkstätten. Und er hat sich dann überlegt, warum nicht einen Teil herausgreifen, sich darauf spezialisieren, und das war letztlich die zündende Idee und der Gedanke, Trox oder die Gebrüder Trox GmbH zusammen mit seinem Bruder Friedrich hier am Standort zu gründen. Hier am Standort meint aber nicht Flühen, hier diesen exakten Standort, sondern die ursprüngliche Keimzelle war der Garten von Heinrich Trox auf der Krefelder Straße. Und da gehen wir jetzt mal zusammen hin. So, also 1951 wurde das Unternehmen Gebrüder Trox GmbH durch Heinrich und Friedrich, seinen Bruder, hier an dem Standort, nämlich im Garten von Heinrich Trox, gegründet und dort auch betrieben. Hier sehen wir auf dem Bild die Kommission 5000. Er begann also seinen Betrieb in einer 110 Quadratmeter großen Baracke. Zu was anderem kann man das jetzt auch nicht nennen. Das war damals natürlich hemdsärmelig, ganz anders, als wir das uns heute vorstellen. Also er begann seine Produktion und sein Geschäft mit insgesamt 7 Personen. Und ein paar Jahre später ging es dann auch schon bei 5000 oder Kommission 5000 um eine Verdoppelung der Mitarbeiter. Das erste Patent, was er angemeldet hat, ist dieses Lüftungsgitter, das TS-Lüftungsgitter. 1951 kaufte Heinrich Trox diese Spindel, mit der er dieses Lüftungsgitter, und diese Spindel ist von 1934, baute. Über viele Jahre hat diese Spindel noch in Südafrika ihren Dienst getan und kam dann, ich glaube, bis 1980 und kam dann danach wieder zu uns zurück. Und somit ist es heute ein schönes Ausstellungsstück. Jetzt stehen wir an einer Reihe von Tafeln, auf die wir die Jahrzehnte der Geschichte des Unternehmens dargestellt haben. Wenn Sie also mal die Gelegenheit haben, hier oben in der zweiten Etage zu sein, dann nehmen Sie sich auch die Zeit und lesen Sie sich das durch, was hier so an Geschichtsträchtigem steht.
Ich kann heute nur auf die paar wesentlichen Punkte eingehen. Also wir waren stehen geblieben 1951 mit der Gründung des Unternehmens im Garten von Heinrich Trox in dieser 110 Quadratmeter großen Halle. Trox wuchs relativ schnell und brauchte also schon größere Expansionsflächen 1954 und gründete dann den Standort neu, und zwar hier in dem Standort, wo das Werk Flühen jetzt zu sehen ist. Ein paar alte Gebäude stehen tatsächlich heute noch, nämlich der Vorbau, und dieser ist tatsächlich aus dieser damaligen Zeit und beherbergte früher das Büro von Heinrich Trox, und dort war die gesamte Administration, der Vertrieb, alles war dort untergebracht. 1959 stiegen Klaus und Heinz Trox, die Söhne von Heinrich Trox, in das Unternehmen ein. Zuvor hatte Heinz Trox hier am Julius-Stüßberg-Gymnasium das Abitur gemacht und absolvierte in München 2 verschiedene Studiengänge, einmal Maschinenbau und einmal Wirtschafts- und Betriebstechnik. Nach diesen Studien ging er dann für ein Jahr in die USA und hat dort bei Ideal Standard ein ganzes Jahr lang gearbeitet. Und Ideal Standard ist eine Industrievereinigung von Klima- und Lüftungsunternehmen und hat da eine ganze Menge darüber gelernt, nämlich das, was aus der Wiege der Klima- und Lüftungstechnik, nämlich den USA, hierher zu transferieren wäre. Mit diesem Wissen kam er also 1959 zurück und stieg damit, also gemeinsam mit seinem Bruder, hier in diesem Unternehmen ein. Ich möchte Ihnen jetzt noch viel mehr über Heinz Trox erzählen und auch wie er das Unternehmen letztlich aufgebaut hat. Dazu gehen wir aber erstmal in sein Büro. Ja, das ist das Büro von Heinz Trox, das ehemalige Büro. Er hat ja gelebt von 1934 bis 2015. Seit dieser Zeit, also seit 2015, ist das Büro von Professor Dr. Hans Fleisch, dem Vorsitzenden unseres Stiftungsrates. Schauen wir uns mal kurz um. Hier hatte er einen sehr guten Überblick über das gesamte Gelände bis hin zum Werk, und er hat sich sicherlich öfter einen Scherz daraus gemacht, jemanden anzurufen und zu gucken, wie lange er denn braucht, vom Gebäude drüben hierher zu kommen. Bei mir hat er es mal gemessen, es waren genau 3 Minuten. Gut, fahren wir fort. Wir gehen das nächste Jahrzehnt an. Was ist da Großartiges passiert? Eine ganze Menge. Und das hat auch seinen Grund darin, dass Heinz Trox eben ein Jahr lang in den USA gewesen ist. Also dort vieles gelernt und mitgenommen hat. Und seitdem hatte er das Bestreben, eine Internationalisierung für das Unternehmen anzustreben. Er verbrachte daraufhin 1 bis 2 Jahre sowohl in England als auch in Frankreich und gründete dann die Trox Brothers Limited 1962, und 1963 wurden dann die Tochtergesellschaften in Frankreich, Österreich und Italien gegründet. Die Brüder hatten das Geschäft nach einer Zeit so aufgeteilt, dass sich Heinz Trox um Technik und Innovation, Forschung und Entwicklung kümmerte, als auch um die Internationalisierung. Und der Bruder Klaus Trox übernahm alles, was das Thema Finanzen, Personal und Vertrieb Deutschland anging. So hatten sie sich das untereinander aufgeteilt. Jedes Jahrzehnt hatte seinen Schwerpunkt. Gehen wir in das nächste Jahrzehnt. Die 70er Jahre haben die Überschrift Expansion nach Übersee. Was passierte dort? Heinrich Trox besuchte 1970 noch Südafrika und gründete gemeinsam mit seinen Söhnen dort die Tochtergesellschaft in Südafrika. Also die erste Gesellschaft und produzierende Gesellschaft außerhalb Europas. Was kam dazu? In London oder neben London, dem Büro, wurde eine Fabrikation, eine Produktion in Thetford, also in England, aufgebaut. Und darüber hinaus wurde in Sao Paulo in Brasilien eine weitere Tochtergesellschaft gegründet. Das waren also im Wesentlichen die 70er Jahre. Einen weiteren Schritt gab es im Bereich der Technik. Eine Brandschutzklappe, die erste zertifizierte Brandschutzklappe, wurde von Trox produziert und in den Markt hineingebracht. Und auch das Thema Brandschutz ist nach wie vor eines der wesentlichen Produktbereiche, auf denen das Unternehmen fußt. In dem nächsten Jahrzehnt
den 80er Jahren ging es um die weitere Internationalisierung. Was Sie hier auf diesem Bild beispielsweise sehen, ist unser Fußbodendurchlass. Den sehen wir auch tatsächlich hier eingebaut. Und kein geringer als Sir Norman Foster hat diesen zusammen mit Trox, einer der bekanntesten Architekten weltweit, zusammen entwickelt. Und zwar für die damalige HSBC, also Hong Kong Shanghai Bank in Hongkong. Das war so eine der Highlights, der Projekt-Highlights in den 80er Jahren. Was wurde noch entwickelt? Der Deckeninduktionsdurchlass beispielsweise. Ein Luft-Wasser-führendes System, was deutlich energieeffizienter funktioniert als jedes Nurluftsystem. Was wir auch dort finden, ist das Gebäude, so wie es heute von außen besteht, nämlich das neu gebaute Stammhaus der Trox GmbH, das 1989 eingeweiht wurde. So ist jedes Jahrzehnt auch nochmal geprägt durch eigene Meilensteine. Das, was aber in allen Jahrzehnten wichtig war und auch nach wie vor wichtig ist, sind im Wesentlichen 3 Dinge. Trox ist ein innovationsgetriebenes Unternehmen. Trox möchte und ist Innovationstreiber in der Branche. Deswegen investieren wir eine ganze Menge in Produktentwicklung, Forschung und Entwicklung, um unser Produktportfolio permanent auszuweiten, um besser zu werden. Damals sicherlich mit anderen Ansätzen als heute. Heute hat sich das Unternehmen natürlich nochmal um Ecken weiterentwickelt im Vergleich zu den vergangenen Jahrzehnten. Der zweite Punkt, der ebenso wesentlich ist, ist eine stetige Internationalisierung. Wir machen das allerdings nicht so, dass wir an einem Standort produzieren und alle Produkte durch die Welt schicken, sondern jede Industrie, jedes Land hat ihre Eigenheiten und eigene Normen und eigene Regelungen. Und insofern ist es immer wichtig gewesen, für Trox vor Ort bei den Menschen und in der Region zu sein und für sie vor Ort auch entsprechend zu produzieren. Und nicht zuletzt die Menschen, das Know-how. Trox hat sich den Beinamen Trox Technik gegeben. Das heißt, nur Innovation und das Know-how sind entscheidend für das Überleben am Markt. Und das sind die 3 wesentlichen Punkte. Also Internationalisierung, Forschung und Entwicklung und das Know-how, das von den Menschen getragen wird. Und wenn ich Innovationstreiber meine oder Spitzenreiter meine, dann ist das nicht nur auf Forschung und Entwicklung bezogen, sondern in ganz, ganz vielen Disziplinen, unabhängig davon, in welchem Bereich wir uns befinden. Beispielsweise haben wir in den 90er Jahren Preise für den besten Geschäftsbericht gewonnen und das 3-mal hintereinander. Es gibt viele andere Beispiele, in denen wir führend sind und zu führend sein wollen, unabhängig davon, ob das in unserer eigenen Industrie passiert. Was in diesem Jahrzehnt ebenso wichtig ist zu erwähnen, ist, dass 1991 die Heinz-Trox-Stiftung gegründet wurde. Warum? Die Heinz-Trox-Stiftung ist die Nachfolgeorganisation nach dem Ableben von Heinz Trox als persönlichem Gesellschafter. Und damit überführt er dieses Unternehmen in die Heinz-Trox-Stiftung als Eigentümerin und sichert somit langfristig das Unternehmen vor Übernahmen und aber auch alle Mitarbeiter. Letztlich ist es ein Geschenk an uns alle. 2001 feierte Trox schon das 50-jährige Bestehen. Ein großes Fest, was gefeiert wurde in den Rheinterrassen und aber auch mit Mitarbeitern hier auf dem Gelände. Ich möchte hier nicht allzu viel sagen, außer dass wir viele schöne Referenzen im In- und Ausland hatten. Zum Beispiel die Dresdner Frauenkirche oder das Vogelnest, was durch die Olympiade 2008 bekannt wurde. 2009 gab es ein weiteres Highlight. Da wurde das Brandschutzzentrum, das internationale Brandschutzzentrum Neukirchen-Flühen hier aufgebaut. Das können Sie auch heute noch sehen und wenn Sie mal die Gelegenheit haben, dann schauen Sie sich mal von innen an, es ist hochspannend. Das nächste Jahrzehnt von 2010 bis 2019 bekam von uns die Überschrift „Aus Komponenten werden Systeme". Vormals war es so, dass Trox ausschließlich Komponenten produziert hat, also Luftdurchlässe, Brandschutzklappen, Regelgeräte und so weiter. Also die Komponenten, die in der Leitung, in der Luftleitung und aber auch an der Luftleitung stehen. Aber ein entscheidendes fehlte, nämlich das Klimazentralgerät.
2011 wurde hier eigens dafür eine Halle in Anholt gebaut. Das Werk wurde dort erweitert und Trox baut seitdem und produziert seitdem ein eigens entwickeltes RRT-Gerät, was seinesgleichen gerade sucht. Was passierte noch in diesem Jahrzehnt? Aus allen diesen Komponenten und Geräten wird ein System geschaffen. Also die Komponenten und Geräte werden intelligent miteinander vernetzt und verknüpft. Sie können miteinander sprechen und somit ein Gesamtsystem für die Gebäudeleittechnik abgeben. Also man kann darüber zum Beispiel Energieeffizienzen sehr viel besser erreichen als bei ungeregelten Systemen. Was ist Trox heute? Ich habe von den Anfängen erklärt, wie klein es begann in einer Baracke. Wo steht Trox heute? Heute ist Trox ein internationales, agierendes Unternehmen mit 31 Tochtergesellschaften weltweit auf 5 Kontinenten, mit 18, bald 19 Produktionsstätten. Wir realisieren über 530 Millionen Euro in 2019 und haben weltweit 4000 Mitarbeiter. Darüber hinaus sind wir in weiteren 70 Ländern vor Ort vertreten. Das ist Trox bei heute und wir wollen noch mehr. Dank ihm werden wir das auch schaffen.